Während des Zweiten Weltkrieges leisten Millionen von Menschen Zwangsarbeit. Wie der Begriff Zwang schon sagt, arbeiteten die Menschen nicht freiwillig. Sie wurden meist mit Androhung von Gewalt und Strafe zur Arbeit gezwungen, bekamen kein oder nur sehr wenig Geld und konnten auch nicht selbst kündigen oder einfach gehen. Weil viele Arbeiter zum Kriegsdienst eingezogen wurden, fehlte es an Arbeitskräften während des Zweiten Weltkriegs. Daher zwangen die Nazis mehr als 13 Millionen Männer, Frauen und Kinder aus ganz Europa zur Arbeit im Deutschen Reich. Das sind so viele Menschen, wie heute in Bayern wohnen, im größten deutschen Bundesland. Fast nochmal so viele Menschen mussten auch in den deutsch besetzten und kontrollierten Ländern arbeiten, wie zum Beispiel in Polen. Ende des Zweiten Weltkrieges war fast jede vierte Arbeitskraft in der deutschen Wirtschaft eine Zwangsarbeiterin. Die ZwangsarbeiterInnen ersetzten in den Fabriken und in der Landwirtschaft die deutschen ArbeiterInnen. Nur so konnte die deutsche Bevölkerung weiter versorgt werden und die Rüstungsproduktion, also die Herstellung von Waffen für den Krieg, aufrechterhalten werden. Zwangsarbeit gab es aber auch in Verwaltungen, Kirchen, kleinen Handwerksbetrieben und Privathaushalten. Für die deutsche Bevölkerung war Zwangsarbeit also sichtbar und alltäglich. Allerdings war es Deutschen und ZwangsarbeiterInnen strengstens verboten, befreundet zu sein oder gar eine Liebesbeziehung zu führen. Wer erwischt wurde, dem konnte die Einweisung in ein Konzentrationslager, KZ genannt, drohen oder sogar die Todesstrafe. Trotzdem gab es auch einige Deutsche, die ZwangsarbeiterInnen heimlich unterstützten. Die Nazis teilten die ZwangsarbeiterInnen in verschiedene Gruppen ein. Es gab zivile ausländische ZwangsarbeiterInnen, das war die größte Gruppe. Sie kamen aus ganz Europa, vor allem aber aus Polen und der Sowjetunion. Dann Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge, deutsche Strafgefangene und sogenannte Arbeitsjuden. Ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen waren hart. Sie unterschieden sich aber je nach Arbeitsort, Herkunft der Betroffenen, Gruppe und Geschlecht. Die rassistische Ideologie war auch hier vor allem bestimmt für die Lebensumstände der Menschen. Zivile ZwangsarbeiterInnen aus Westeuropa konnten sich zum Teil frei bewegen, hatten meist bessere Unterkünfte und etwas mehr zu essen als zivile ZwangsarbeiterInnen aus Osteuropa. Diese wurden stärker bewacht und bestraft und mussten meist die härtesten körperlichen Arbeiten ausführen. JüdInnen sowie Sintize und Romja standen in der Ideologie der Nazis ganz unten. Sie wurden mörderisch ausgebeutet, weshalb ihre Überlebenschancen sehr gering waren. Trotzdem gelang es einigen ZwangsarbeiterInnen, Widerstand zu leisten, beispielsweise durch langsamere Arbeit in der Rüstungsproduktion. Gelebt haben die ZwangsarbeiterInnen in Sammelunterkünften. Diese wurden in Fabriken, Gasthöfen, Schulen, Theatern oder großen Barackenlagern eingerichtet, die zum Teil streng bewacht waren. In allen Lagern lebten die Menschen auf engstem Raum, mit schlechten hygienischen Bedingungen, unzureichender Nahrung und wenig medizinischer Versorgung. Vor allem in den Barackenlagern starben viele bei Luftangriffen und an Krankheiten. In den letzten Kriegsmonaten verschärfte sich die Lebenssituation. Die Deutschen ermordeten viele ZwangsarbeiterInnen und trieben tausende KZ-Häftlinge auf sogenannte Todesmärsche quer durch das Deutsche Reich. Nach der Befreiung, im Frühsommer 1945, kehrten viele ehemalige ZwangsarbeiterInnen in ihre Herkunftsländer zurück. Einige blieben in Deutschland, andere suchten einen Neubeginn in einem anderen Land. Viele litten ihr Leben lang unter den körperlichen und seelischen Folgen der unmenschlichen Arbeit. Nach dem Krieg zählten ZwangsarbeiterInnen zu den vergessenen Opfern des Zweiten Weltkrieges. Die Regierungen der beiden deutschen Staaten DDR und Bundesrepublik Deutschland sowie ein Großteil der Firmen, die von Zwangsarbeit profitiert hatten, lehnten jegliche Verantwortung ab. Erst 50 Jahre später, also ab Ende der 1990er Jahre, wurden erste symbolische Entschädigungen erkämpft. Leipzig war vor und während des Zweiten Weltkrieges ein bedeutender Rüstungs- und Wirtschaftsstandort. Trotzdem erinnert heute hier kaum noch etwas an das Schicksal der mehr als 75.000 ausgebeuteten Frauen, Männer und Kinder aus ganz Europa. Zum Vergleich, da sind mehr Menschen als heute im Leipziger Süden leben.
Auch in Leipzig mussten ZwangsarbeiterInnen für Rüstungsfirmen, die Stadtverwaltung, kleine Unternehmen und Privathaushalte arbeiten. Sie waren in mehr als 700 Lagern und Sammelunterkünften untergebracht. Viele der Lager befanden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadtbevölkerung. Ab 1943 errichteten die Nazis in Leipzig und Umgebung auch 6 Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Die Häftlinge arbeiteten unter schwersten Bedingungen für Rüstungsunternehmen wie die Hugo Schneider Aktiengesellschaft, kurz HASAG, oder die Erler Maschinenwerke GmbH. Möchtest du mehr über dieses Thema erfahren? Besuche die Gedenkstätte für Zwangsarbeit in Leipzig. Und ob es auch in deiner Nachbarschaft Orte von Zwangsarbeit gab, kannst du im Internet auf dem digitalen Stadtplan der Gedenkstätte unter www.zwangsarbeit-in-leipzig.de nachschauen.